ein Seil, ein Mann, ein Akkuschrauber und eine Aufgabe. Der A380 wurde erneut gezogen, er hat es wieder geschafft und dieser Akkuschrauber teilt die Werkzeuggemeinde wie Moses das Meer, nämlich in zwei Hälften. Die einen sagen, wir sind im Werkzeugkrieg, die anderen sagen, Mensch, das Ding ist ja richtig genial. Und wie gut oder wie schlecht er ist, das bekommen wir in diesem Video raus. Und wie immer kannst du etwas gewinnen, und zwar Werkzeug. Und zwar kannst du dir dein Werkzeug sogar aussuchen. Wie kannst du teilnehmen? Ganz einfach. Schreib einfach mal unten in die Kommentare deine Meinung zu den Akkuschraubern, zum Parkside oder was ist eigentlich dein Lieblingsakkuschrauber? Heute geht es um den schon jetzt legendären neuen Akkuschrauber von Parkside, der in Zusammenarbeit mit André von Bauforum24 entwickelt oder designt wurde. Und wir wollen heute mal anschauen, wirklich, was kann er nicht. Wir wollen uns alle Vorteile und alle Nachteile anschauen. Wir schauen es uns also wirklich ganz neutral an. Vor kurzem war es so, dass wir diese Akkuschrauber uns hier angeschaut haben, nämlich die stärksten 12 Volt Akkuschrauber mit Wechselbohrfutter. Ja? Und das ist ja hier auch ein 12 Volt Akkuschrauber mit Wechselbohrfutter. Dementsprechend können wir den ja auch ins Verhältnis zu genau diesen Geräten setzen. Das werden wir heute auch. Wir werden uns also nicht nur die Vor- und Nachteile anschauen, auch wie verhält sich das Gerät im Verhältnis zu dem, und wir werden auch testen. Das heißt, wir werden natürlich auch die große Schraube testen, aber wir werden auch einen Massentest machen und schauen, wie heiß wird der Akku eigentlich. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Was sind die Vorteile? Also allererstes offensichtlich natürlich Kraft. Das Ding hier hat richtig, wie sagt André immer, Ivan im Ärmel, denn wir haben hier 80 Newtonmeter. Er selbst hat es gemessen mit irgendwo zwischen 70 und 75 Newtonmeter, aber es ist schon amtlich. Gerade auch im Vergleich zu den anderen beiden Geräten, die wir haben. Hier haben wir von Bosch den GSR 12V35 mit 35 Newtonmeter und dann haben wir hier noch unsere anderen beiden Vertreter, den Dewalt DCD 703 und ich muss wirklich ablesen, den DD2G12EC, und die beiden haben hier 60 Newtonmeter, dementsprechend deutlich weniger. Wie das sich auswirkt beim Test, werden wir uns gleich mal anschauen. Aber 80 Newtonmeter ist eine Ansage. Wichtig ist dabei immer zu bedenken, wir haben natürlich hier ein 12 Volt Gerät, das heißt kein 18 Volt Gerät. Bei 18 Volt wäre diese Kraft durchaus normal, dass wir sagen, naja, 70, 80, 90, 100, 120 Newtonmeter, das haben wir bei 18 Volt alles schon mal gesehen. Aber bei 12 Volt so in der Form noch nicht. Ja? Das ist ganz wichtig zu verstehen, hier ein 12 Volt Akku, aber auf den Akku müssen wir auch gleich nochmal eingehen. Der Akkuschrauber hat aber nicht nur viel Kraft, sondern er hat auch 3 Gänge. Ja, 3 Gänge in einem 12 Volt Akkuschrauber gibt es so eigentlich fast gar nicht auf dem Markt. Der Gang 3, den wir hier einstellen, hat 1500 Umdrehungen. Gang 2 hat 500 Umdrehungen. Gang 1, der Ivan im Ärmelgang, der hat nur 150 Umdrehungen. Das ist natürlich dafür gemacht, um mit der maximalen Kraft irgendwie diese Schraube dann auch reinzubringen. Ja? Das haben wir auch getestet und das Ergebnis ist, ich sag mal, auf viele Arten erstaunlich, würde ich sagen. Aber sei es erstmal drum. Das heißt, hier weiterer Vorteil, du hast nochmal einen Untersetzungsgang hier mit 150 Umdrehungen. Zusätzlich, nächster positiver Punkt ist hier hinten, wir haben ein Display. Ist ein Farbdisplay mit verschiedenen Sachen, die man da einstellen kann. Aber, das interessiert mich alles gar nicht, aber was man doch machen kann, ist, du kannst hier die Geschwindigkeit einstellen. Das heißt, du kannst dir wirklich sagen, du regelst das Ganze jetzt hier in 10% Stufe nochmal runter, sodass du zum Beispiel jetzt nehmen wir mal 50%, ja, sodass wir bei 50% sagen können, okay, wir sind im zweiten Gang, haben nicht 500 Umdrehungen, sondern haben dann 250 Umdrehungen, oder ich habe nicht 150, sondern sogar nur 75 Umdrehungen, oder ich gehe sogar noch weiter runter auf 10%, habe dann sogar nur 15 Umdrehungen. Ich persönlich fand mega cool. Und dann habe ich gedacht, wozu brauche ich das denn? Meine ehrliche Antwort ist, ich brauchte das bis jetzt nie. Aber vielleicht gibt es Spezialfälle, wo das irgendwo doch mal gebraucht ist. Man sieht aber an der Stelle, hier ist das Motto, haben ist besser als brauchen. Ein weiterer positiver Punkt ist folgendes: Wir haben hier ein Ringlicht, also quasi ein Licht drumherum. Normalerweise ist es so, dass wir ein Licht hier unten haben, was das Arbeitsfeld nach oben beleuchtet. Hier ist es eben nicht so, sondern wir haben ein Licht hier an 3 Stellen. Das Krasse ist, über das Display können wir hier auch noch die Farbe wechseln. Das heißt, wir können hier durchwechseln zwischen Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb und wieder Weiß. Du kannst das Ganze aber auch über die App einstellen mit dem Farbrad und kannst da die Farbe einstellen, die du haben willst. Weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist, aber vielleicht sagst du einfach, heute brauche ich mal rotes Licht, dann kann ich hier mal mir rot einstellen oder was auch immer.
Das Interessante ist, eigentlich würde man jetzt sagen, oh ja, ganz cool, ist eine schöne Sache, dass es hier so beleuchtet ist, aber durch die Länge ist es so, dass der Schrauber selbst einen relativ großen Schatten wirft. Wenn du also hier einen relativ kleinen Bit nur drin hast, dann siehst du nicht so richtig, wo du bist. Wenn du es ganz normal bearbeitest, also wirklich so einen langen Arbeitsweg hast, dann funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Lass uns mal über das Bohrfutter sprechen. Wir haben hier ein Röhm-Bohrfutter. Also wirklich ein sehr hochwertiges Bohrfutter, komplett aus Metall und es ist abnehmbar, auch wieder ein Vorteil. Zusätzlich übrigens haben wir hier eine 13 mm Aufnahme, was sehr ungewöhnlich in der 12 Volt Klasse ist, weil in der Regel hat man in der 12 Volt Klasse immer ein 10 mm oder eine 10 mm Aufnahme, außer bei einigen Exoten von Milwaukee. Jetzt ein weiterer Exot hier mit dieser Aufnahme. Man kann es wirklich sehr leicht abnehmen, hat dadurch jetzt hier die Möglichkeit, trotzdem einen Bit einzusetzen. Aber wichtig, wenn man den Bit hier einsetzt, ist es kein Bithalter. Das heißt, wenn die Schraube ein bisschen, wenn du es mit ordentlich Wumms anzieht, wird der Bit in der Schraube bleiben. Du ziehst es raus, musst ein bisschen rausfrickeln, wieder rein und so weiter und so fort. Muss man bedenken. Du kannst auch nicht den Bit einsetzen und das Bohrfutter hier drüber tun. Das funktioniert in dem Fall nicht. Goethals TV. Jetzt abonnieren. Nächstes positive Thema ist, wir haben ein extrem kraftvolles Gerät und wir haben hier Kickback. Das heißt, wir haben einen Rückschlagschutz. Wenn das Gerät hier rüberschlagen würde, dann setzt das Kickback oder das Kickback Control ein und stoppt das Ganze. So, wenn wir jetzt also hier drauf drücken, dann ist Ende. Ich kann es auch mal von Haus machen. Ihr seht übrigens hier, wie es leuchtet. Auch hier hinten blinkt es auf dem Display. Ja, es ist aus. Also ich halte den Trigger immer noch, lasse los. Und da geht es auch wieder. Das haben übrigens die anderen Geräte hier nicht. Ich bin der Meinung, der 12V35 braucht das nicht. Bei den beiden ist es so, dass wir schon an der Grenze sind, wo man das noch gerne halten möchte. Das Gerät hier ist ja noch stärker und da ist Kickback auf jeden Fall angemessen. Auch total ungewöhnlich für ein 12-Volt-Gerät ist Folgendes. Wir haben einen Zusatzhandgriff. Ja, den stecken wir hier rein, der rastert ein, da wo du es haben möchtest und legst entsprechend los. Ja? Festziehen und hast das Ganze wirklich schön im Griff. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit Zusatzhandgriffen, ganz einfach, weil das dein Handgelenk wirklich massiv entlastet. Und dementsprechend kenne ich auch die Grenzen von Handgriffen. Mir sind Handgriffe schon auseinandergerissen, abgebrochen. Mir ist das hier oben schon abgebrochen. Ich habe schon alles Mögliche mal ausprobiert. Und jetzt gibt es hier so einen kleinen Kritikpunkt von mir. Und zwar folgendes. Der Handgriff und so, das funktioniert alles ganz schön, alles wunderbar. Wir haben hier das Ganze auch, glaube ich, aus Metall ausgeführt. Das ist eine gute Frage. Warte mal, ich gucke kurz. Also ihr seht hier, das ist wirklich Metall. Und das Problem, was wir jetzt aber haben, ist, die Aufnahme, die wir hier unten haben, die reinrastert in das Ganze, ist aus Kunststoff. Das wird erstmal kein Problem sein. Aber wie ist das in 1, 2, 3, 5 oder 10 Jahren? Keine Ahnung, ob das dann noch hält. Weil ich habe schon Metall brechen sehen an solchen Zusatzhandgriffen. Ich weiß nicht, wie lange da das Kunststoff das wirklich mitmacht. Vorletzter Punkt auf der Liste ist das Thema Akku. Wobei so ein richtiger Vorteil weiß ich gar nicht, weil das hat nichts mit dem Akkuschrauber zu tun. Wir haben hier einen 5 Ampere-Stunden Akku, der mit dem Lieferumfang ist und der hat 21700er Zellen. Normal sind eben 18650er und dadurch ist es so, dass er hier deutlich mehr Hitze und Last ab kann. Ja, deutlich mehr. Das ist natürlich nicht Pouch, das ist nicht Tablets und so weiter und so fort, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als die Standardakkus, die wir haben. Und übrigens haben wir den Test heute auch durchgeführt, sowohl mit dem als auch mit den 21700ern. Aber seid gespannt, was er damit geschafft hat. Letzter positiver Punkt ist natürlich der Preis. Wir haben hier einen Preis von 99 € oder rund 100 €. Dafür bekommst du hier deine Pappverpackung, die in unserem Fall übrigens auch schon offen war, weil es haben einige gefragt. Dann haben wir natürlich den Akkuschrauber, den wir bekommen mit Wechselbaufutter. Wir bekommen einen Akku, aber auch nur einen Akku und bekommen hier diese schöne Tasche als Bauformungsedition. Und in der Tasche drin ist, was ist da wohl drin? Natürlich das, was ich schon gelesen habe, die Bedienungsanleitung und auch das Ladegerät. Jetzt aber Schluss mit den positiven Punkten. Wir müssen über die Probleme sprechen. Das machen wir aber erst nach dem Test, denn wir werden den jetzt mal hart testen. Und übrigens, ihr macht mal bitte Folgendes, bevor der Test losgeht. Ihr schreibt unten in die Kommentare mal eure Meinung. Denn wir haben eine Umfrage gemacht, würdet ihr das Gerät kaufen? Nur rund 25% haben gesagt ja, 75% sagen nein, auf keinen Fall. Dann schreibt mal bitte die ja gesagt haben, was wäre jetzt der positive Grund? Bei nein aber auch,
was ist der negative Grund? Würde mich super interessieren. So, was haben wir jetzt gemacht? Als allererstes haben wir mal einen Massentest gemacht. Wie viele Schrauben schaffen wir denn eigentlich? Und wir haben nicht irgendwelche Schrauben genommen, sondern wir haben richtig große Schrauben genommen, und zwar 10 x 200, also richtige Carvenzmänner. Das sind Schrauben, die ich persönlich nie mit 12 Volt schrauben würde, aber die zeigen, was geht denn. Natürlich könnt ihr jetzt auch kleine Minischrauben schrauben und dann mit 1000 Schrauben, das ist aber völlig langweilig. Wir haben die großen genommen und jetzt schauen wir mal, wie viel schafft er denn eigentlich. So, Akku ist leer. Schauen wir uns das Testergebnis an, und das ist nicht so eindeutig, wie man das jetzt denken würde. Erst einmal, wir haben hier 79 Schrauben reingeschraubt, und das ist schon der Wahnsinn. 79 Schrauben mit einer Akkuladung, 5 Ampere-Stunden, aber dafür haben wir gebraucht 30 Minuten, also wirklich komplette 30 Minuten für rund 80 Schrauben, weil es ist wirklich mühsam und wirklich langsam. Aber dieser erste Gang ist quasi auch ein Schongang natürlich für den Akku, weil wir nicht durch die höhere Geschwindigkeit nicht so viel Energie fordern, und deswegen hält er auch etwas länger. Okay, hier beim Dewalt, und da sehen wir schon den riesen Unterschied, haben wir auch den ersten Gang genommen, aber dafür nicht mit 150, sondern mit rund 450 Umdrehungen. Und da haben wir 69 Schrauben geschafft in rund 10 Minuten. Das heißt, in einem Drittel der Zeit haben wir auch 70 Schrauben rund reingeschraubt, 10 Schrauben weniger, aber deutlich effizienter. Und ehrlicherweise, wenn ich jetzt hier so vor mich hinschraube, dann würde ich schon eher versuchen, dann auch schneller zu schrauben. Mir ist völlig klar, dass dieser Untersetzungsgang eher für so eine Riesenmonster wie das hier gedacht ist, da kommen wir auch noch gleich zu. Aber wir wollten mal schauen, im ersten Gang, wie lange braucht er denn und schafft er das überhaupt? Okay, bei Flex ist es so, hier haben wir 53 Schrauben, aber hier haben wir auch 10 Minuten gebraucht. Das heißt, die beiden Gewinner aus unserem letzten Video haben hier auch ganz klar abgeräumt. Ja? Einmal 53, 69, aber in 10 Minuten das Ganze geschafft. Unser Kleiner, der 12V35, hat deutlich weniger geschafft, und zwar nur 35 Schrauben in rund 15 bis 20 Minuten. Man muss jetzt aber sagen, hier sieht man genau das Thema Kraft. Der hier hat 35 Newtonmeter. Der kann so eine Schrauben auch wirklich auch mal reinschrauben, aber der ist auch wirklich nicht dafür gedacht. Das macht ihn jetzt nicht schlechter, sondern man sieht einfach nur, das ist nicht sein Anwendungsbereich. Aber wir wären nicht umsonst Stiftung Werkzeugtest, wenn wir nicht weiter getestet hätten. Denn wir haben Folgendes gemacht. Wir haben hier noch den anderen Akku getestet. Ja klar, das wird mitgeschickt also die 5 Ampere werden mitgeschickt, alles klar. 21700er, ganz wichtig. Wir haben aber die älteren Generationen auch getestet, und zwar die 18650er als 4 Ampere und als 2,5 Ampere gespeicherte Energie. Mit dem 4 Ampere haben wir nur noch 43 Schrauben geschafft, mit dem 2,5er nur noch 15 Schrauben. Das spricht ganz klar für ein Thema, und zwar ein Hitzeproblem im Akku mit diesem Schrauber in dieser Belastung. Wenn wir natürlich jetzt ganz kleine Schrauben nehmen würden, wäre das wieder gar kein Problem, aber wir haben ja schon so eine mittelgroße Belastung für ihn ausgewählt, und da ist es so, dass wir ganz klar sehen, der Akkuschrauber braucht auch diesen Akku. Kommen wir zum ultimativen Belastungstest und fangen klein an. Und ganz ehrlich muss ich sagen, das ist nicht klein. Und das ist eigentlich mit 10 x 380 eine Schraube, die ich persönlich eigentlich immer mit dem 18 Volt Gerät schrauben würde. Warum? Das werden wir auch gleich nochmal sehen. Aber haben die Geräte es geschafft? Ja. Also zumindest Parkside ohne Probleme, Dewalt ohne Probleme, Flex ohne Probleme, Bosch, ja. Wir haben es im letzten Video schon gesehen, da waren wir ganz kurz vor Ende, hat er gestoppt, und dann haben wir auch gesagt, okay, da stoppt, testen wir nicht weiter. Als nächstes nehmen wir die etwas längere Schraube, und zwar 9, ein bisschen kleiner, aber dafür länger, 9 x 500, genau, 9 x 500. Hier ist aber wichtig, hier haben wir deutlich mehr Windungen und dadurch auch noch mehr Widerstand. Und hier war es so, die beiden hier haben das geschafft. Komplett reingewämst, ohne Probleme. Aber auch der Parkside hat genau das geschafft.
Dann ging es weiter und dann haben wir genommen, und zwar nicht diese, sondern eine etwas kürzere Schraube, und zwar 13 x 600. Und da haben wir den Bosch, der war sowieso schon raus, deswegen haben wir nur noch mit den beiden getestet und die beiden haben es nicht geschafft. Bei den beiden ist es so, dass wir dort bei etwa der Hälfte aufgegeben haben. Also die haben diese große Schraube, diesen großen Durchmesser, vor allem 13 mm ist schon heftig, nur bis zur Hälfte reinbekommen. Okay. Dann haben wir dieselbe Schraube auch genommen und haben das hier mit dem Parkside getestet. Und was war das Ergebnis? Er hat sie reinbekommen. Das heißt, die 13 x 600 hat er reinbekommen. Aber, jetzt kommt schon mal ein kleines Aber. Und zwar haben wir diesen Test einmal gemacht mit Zusatzhandgriff, einmal ohne Zusatzhandgriff. Ich gerade eben auch nochmal. Und jetzt kommen wir zu einem Manko. Nämlich bei 150 Umdrehungen ist es so, dass er am Ende wirklich Umdrehung, 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 Umdrehung macht. Dann ist es so, dass er relativ langsam dreht. Und dann kommt kein Kickback. In dem Moment, wenn du angesetzt hast, wenn du wirklich ganz kurz vor Ende bist, hast du das maximale Drehmoment, das hier anliegt, und dann fängt er an, dein Handgelenk zu verdrehen. Ich zeige dir das auch mal. Bei Kickback ist es ja so, wir drücken hier drauf und ja, dann hört er auf. Okay, aber in dem Moment, wenn das nicht so ist, du musst ja maximal gegendrücken, um das festzuhalten, und dann passiert Folgendes. Du hast gesehen, dass er erst da oben ausgelöst hat. Jetzt machen wir es nochmal. Und genauso passiert das aber, du drückst und dann hast du noch gerade so die Chance loszulassen, aber wenn es langsam ist, ist Ende. Ja? Und wenn wir hier mit 80 Newtonmeter an deinem Handgelenk zehren, macht das keinen Spaß. Also bitte an der Stelle, sobald ihr größere Schrauben macht oder nutzt mit dem Gerät, immer, wenn ihr gerade im kleinsten Gang seid, immer mit Zusatzhandgriff. Und jetzt gucken wir uns das nächste an, und zwar die große Schraube, und zwar diese hier, diese riesen Schraube. Die haben wir auch reingewämst und diese große Schraube einfach mal reingeschraubt. Was ist passiert? Hat er es geschafft? Ja, er hat diese riesige Schraube wirklich reinbekommen, was sonst nur andere Akkuschrauber schaffen. Andere 18 Volt in der 100 Newtonmeter und Plus Klasse. Ist das ein tolles Ergebnis? Ja, mit einer riesigen Einschränkung. Denn jetzt kommen wir zu einem Riesenproblem, und zwar Hitze. Das Gerät hier saugt Hitze an, wie es nur geht. Und zwar ist es so, wir haben ja ein 12 Volt Gerät. Das heißt, hier haben wir die Akkus auch wirklich sehr eng gepackt. Und jetzt passiert Folgendes. Auch bei diesem Akku war es so, ich habe mich hier wirklich an den Kontakten verbrannt. Und zwar ist Folgendes passiert. Gerät genommen, reingeschraubt. Wir haben nicht nur einen Test gemacht, sondern auch ein paar mehr. Und zwar auch Akku abkühlen lassen, runterkühlen, nochmal gewartet, Gerät runterkühlen lassen und so weiter. Aber wenn du eine 60er nimmst und dann die große Schraube, das reinschraubst, trägst du so viel Last in diesen Akku rein, dass er, wenn du ihn rausnimmst, irre warm ist. Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe ihn rausgenommen und habe ihn dann so locker in die Hand genommen, und dabei ist es so gewesen, dass diese Kontakte so heiß waren, dass ich mir hier die Hand leicht verbrannt habe. Und der Akku selbst hier war auch extrem warm. Wir blenden dir das mal hier ein. Ein paar Minuten später haben wir eine Wärmebildkamera geholt und haben das entsprechend aufgenommen. Also der ist dort auch wirklich, hat gekocht, also war wirklich, wirklich heiß. Nochmal eine halbe Schraube hätte ich nicht geschafft. Und das ist ein Riesenthema. Kommen wir zum nächsten. Wir haben auch mit dem 4 Ampere-Stunden das Ganze nochmal ausprobiert, und da haben wir wirklich Angst bekommen. Warum? Der hat auch bei der Meterschraube irgendwann aufgegeben, weil er die Last nicht mehr tragen konnte. Dann rausgezogen, Wärmebildkamera, und hatten hier über 90 Grad gemessen. Wichtig ist hier nochmal, hier ist das Plaste ja, oder das Kunststoff ja am dünnsten. Hier innen drin kann ich gar nicht messen, sondern ich habe hier an der Außenseite entsprechend gemessen. Und dort haben wir an der Außenseite des Plaste 92 Grad. Ich möchte gar nicht mehr überlegen, was da innen drin passiert und was hier jetzt an der Stelle passiert. Und da kommen wir nämlich auch zu einem Manko, das Thema, jetzt kommen wir zu negativen Dingen auch, Hitze. Hitze ist ein Thema. Wenn du so einen Akku auf über 90 Grad hochkochst, dann altert er extrem. Wenn du das wirklich 10, 20, 30, 50, 100 Mal machst, dann ist der Akku hin. Normalerweise haben solche Akkus bis zu 500 oder 1000 Ladezyklen, die sie schaffen. Mit der Hitze auf keinen Fall. Gleichzeitig ist es auch so, wir haben ja ein Ladegerät dabei, was eigentlich augenscheinlich ziemlich gut ist. Ich persönlich finde es aber
nicht ganz so gut. Warum? Wir haben hier ein Ladegerät dabei mit 6 Ampere-Stunden Ladestrom. Das ist schon relativ viel. Das heißt also, auch beim Laden wird wieder Wärme eingetragen, weil er relativ schnell den Akku wieder hochladen möchte, um ihn schnell wieder einsatzbereit zu haben. Denn du hast ja nur einen Akku dabei. 2 wäre viel besser und etwas langsamer laden, dann altert der Akku auch noch weniger. Ich finde das Ladegerät ist eigentlich ganz cool. Er hat auch eine Lüftung mit dabei, um es ein bisschen runterzukühlen. Aber schnell laden birgt immer auch das Risiko des schnellen Altern des Akkus. Und hier haben wir gleich 2 Sachen. Wir haben einmal den Hitzeeintrag beim Arbeiten, und zwar extrem, und auch nochmal beim Laden. Anderes Hitzethema haben wir auch aufgenommen, und zwar, nachdem wir einmal diese lange Schraube reingeschraubt haben, hatten wir hier am Motor an der Außenseite hier über 60 Grad. Das heißt, wir haben innen drin wahrscheinlich 70 oder 80 Grad oder sogar noch höher am Motor. Das heißt, wenn ihr das Gerät benutzt, müsst ihr unbedingt Folgendes machen, nämlich den kalt laufen lassen. Das heißt, wenn ihr es gemacht habt, wirklich lange kalt laufen lassen. Ansonsten altert auch der Motor dadurch extrem schnell, beziehungsweise wenn es noch mehr wäre, könnt ihr auch davon wirklich Schaden nehmen. Dann machen wir jetzt mit dem negativen Punkt dann auch weiter. Thema Gewicht. Das Gerät hier hat ein Gewicht von 1,7 Kilo, so wie es hier ist. Wenn du ein bisschen Gewicht sparen möchtest, kannst du das hier runternehmen. Sparst du schon mal 300 Gramm durch das Bohrfutter. Wenn du ein bisschen schrauben möchtest, mit 1,3 ist es schon etwas verträglicher. Für mich persönlich wäre es mit dem Gewicht gar nichts mehr. Bei 12 Volt hätte ich gerne ein kompaktes Gerät, was genügend Kraft hat. Das ist bei mir übrigens auch ein Grund, warum ich den 12V35 so gerne mag. Es ist kompakt, relativ leicht, schnell in allen Ecken einsetzbar, wunderbar. Und auch deswegen mag ich den Dewalt ganz gern. Mit dem Flex habe ich noch wenig gearbeitet, weil er eben so schön leicht und kompakt ist. Ich mache mir sogar in der Regel den kleineren Akku hier drauf, und hier der 2 Ampere ist nochmal deutlich leichter, und dadurch hast du einen schönen, kompakten Akkuschrauber. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich auch negativ ist das Thema Größe. Also Größe an sich müssen wir noch mal ansprechen. Wir haben hier ein riesiges Gerät. Es ist irre lang. Schauen wir uns das mal an gegen den Bosch wieder. Das ist riesig, also wirklich, wirklich riesig lang. Genauso ist es aber auch bei den anderen Geräten. Und wir haben ja hier Wechselbaufuttergeräte. Die anderen Geräte, die kein Wechselbaufutter haben, die haben das ja nicht. Und ganz ehrlich, richtiges Wechselbaufutter ist das ja auch nicht, weil du bekommst ja nur diesen Aufsatz und nicht noch andere Aufsätze mit dazu. Auch selbst der Dewalt hier, seht ihr, wie viel kleiner der ist. Und da muss ich persönlich auch sagen, macht das Gerät so Sinn? Eigentlich in der Gewichtsklasse und in der Größenklasse würdest du normalerweise einen 18 Volt nehmen. Der 18 Volt hätte aber wiederum auch nicht das Riesenproblem des Akkus. Denn wenn du bei einem 18 Volt Gerät hast du andere Akkus, andere Spannungen, anderen Hitzeeintrag und hast damit eigentlich das solidere Gerät für solche krassen Einsätze. Weiterer Negativpunkt ist aus meiner Sicht das Thema Akku, und zwar aus folgendem Grund. Der Akku, der dabei ist, scheint relativ kompetent zu sein, aber einzeln zum heutigen Zeitpunkt kann man ihn nicht kaufen. Es gibt 1, 2 Händler, die ihn anbieten, aber ich vermute mal, dass sie das ganze Gerät hier genommen haben und haben das einfach zerlegt. Ganz normal auf der Parkside-Seite haben wir ihn nicht gefunden und auch keine 5, 6, 7 Händler, die den vertreiben. Das heißt also, wenn du sagst, ich möchte noch einen zweiten dazu haben, eher schwierig. Zumindest zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gedreht haben. Das andere Thema ist eben, dass man solche Akkus, das heißt, dass die normalen Akkus hier so extrem hochhitzt, dass man sagen muss, da sollte man die Finger von lassen in Extremanwendungen. Ein positiver Punkt vorhin waren ja die 3 Gänge. Für mich sind sie aber auch irgendwie ein negativer Punkt. Denn wenn du sagst, ich möchte die maximale Kraft haben, brauchst du einfach auch ewig und stehst auch ewig an der Schraube da. Für den einmaligen Extremfall macht das Sinn, aber im Dauereinsatz ist es echt nervig, so langsam zu schrauben. Das heißt, da würdest du von den Gängen höher gehen und dann wiederum hast du natürlich auch wiederum weniger Kraft. Und jetzt fängt sich an, der Hund in den Schwanz zu beißen. Ein weiterer negativer Punkt ist folgendes. Das kann natürlich auch nur genau das Gerät hier betreffen, aber ich habe manchmal Probleme, in den Gang zu kommen. Gerade wenn wir hier im 0. Gang waren, dann wieder umzustellen, das ging manchmal nicht. Also das Getriebe hat wirklich gehakt. Man musste den Träger mal drücken, dass das Getriebe sich etwas weiter stellt und dann ging es dann auch im nächsten Gang. Irgendwie komisch, aber wie gesagt, kann auch nur meiner sein. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ihr habt die ganzen positiven Punkte gesehen, ihr habt aber auch die negativen Punkte gesehen. Und jetzt ist die Frage, für wen ist das richtige Gerät? Für das Gewerbe ganz klar, nein, ist das kein Gerät. Im Gewerbe wirst du damit keinen Spaß haben und dafür ist er auch einfach nicht gedacht. Jetzt gucken wir im Privatbereich, also wirklich ausschließlich im Privatbereich. Ja, ist es so, dass man sagen kann, das ist ein guter Akkuschrauber? Ganz klar ja. Würde ich ihn empfehlen? Eher nein. Warum? Derjenige, der sagt, ich möchte
immer alles damit schrauben können. Das sind genau dieselben Leute, die sich einen großen 18, die sagen, ich möchte genau einen Akkuschrauber haben und kaufen von Bosch zum Beispiel den 150C. Die haben wirklich nur einen Akkuschrauber, diesen riesigen Akkuschrauber 150C, der auch ohne Probleme so eine Schraube reinwämmst, mit dem du alles machen kannst, riesige Flachfräsbohrer und so weiter und so fort. Und dann stehen sie da an der Leiter und müssen 50 Schrauben reinschrauben, 40 lang, vielleicht 3 mal 40 oder sowas. Dann stehst du da und schraubst und denkst dir so, was mache ich hier eigentlich? Warum habe ich hier ein 2 Kilo plus Monster in der Hand, das über 150 Newtonmeter hat und schraube relativ kleine Schrauben? Ganz einfach, es macht keinen Sinn. Wenn du dir diese Riesenmonster mal anguckst, die sind für Spezialgebiete, für Spezialsachen. Mein Schrauber, den ich in der Regel immer in der Hand habe, ist ein Schrauber mit 60, 65 Newtonmeter. Und zwar meistens ein 18 Volt Gerät oder so ein kleiner wie die hier, der ist vom Kraft her völlig übertrieben für mich, brauche ich gar nicht, oder eben so ein Gerät. Und dafür sind eben 12 Volt Geräte auch da. Deswegen ist es so, dass das Gerät hier so zwischen allen Grenzen und zwischen allen Systemen steht. Ja? Ist es ein super starker 12 Volt? Ja. Kann der sehr viel im 12 Volt? Ja. Wenn du nur 12 Volt hast und brauchst aber auch mal diese Kraft, kann das richtige Gerät sein. Ansonsten ist er eigentlich in seiner Größe völlig überpowered und irgendwie auch Quatsch. Quatsch ist aber auch manchmal okay, ja. Deswegen hat der André hier trotzdem ein gutes Gerät gebaut, was so ganz viele Dinge kann, aber eben wirklich ein Grenzgänger ist. Ich bin der Meinung, ein 12 Volt Gerät sollte klein und kompakt sein und das 18 Volt Gerät sollte entsprechend richtig Wumms haben. Denn so hast du auf jeden Fall die Geräte auch geschont und eine deutlich höhere Lebensdauer. Und ob du für den hier noch einen 2 Jahre anderen Akku bekommst oder ob sich das Stecksystem wieder ändert oder, wer weiß das schon. Aber wer weiß das schon? Vielleicht wird es genau das geben und es wird alles auf diesem System aufbauen. Kann ja durchaus sein. So, und jetzt geht's an euch. Nämlich ihr schreibt unten in die Kommentare, was ist eure Meinung? Schreibt unbedingt mal rein, seid ihr Team Parkside oder seid ihr Team irgendwas anderes? Vielleicht auch Scheppach oder irgendeine Marke, die hier gerade nicht auf dem Tisch steht. Würde mich super interessieren. Denkt an das Gewinnspiel und jetzt haut in die Tasten. Ich bin super gespannt. Das wird, glaube ich, eine Schlacht in den Kommentaren werden. Ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.